Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Wir sind ja einmal im Monat, kommen wir hier zusammen, um euch über die aktuellsten Dinge zu berichten, was sich so in Thomas Leben so verändert hat, was es so für News gibt. Wir wollen natürlich auch nochmal aufgreifen, so das Neueste, was er uns ja schon im letzten Podcast angekündigt hat. Also da war ja diese eine Sache, wo du gesagt hast, du hast eine Überraschung. Und ich finde, wir sollten da direkt auch anknüpfen, dass wir mal sagen, was ist denn die große Überraschung? Hallo, Herr Anders. Guten Tag, ihr Lieben und Liebenden. Welche Überraschung? Auf was meinst du denn jetzt? Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, du hast noch eine Sensation, die du ankündigen willst. Das war noch nicht spruchreif im letzten Monat. Und naja, es ist immer noch nicht kannst du ja spruchreif. drüber reden. Na doch, oder? Du hast es doch auf Social Media, hast du das doch auch schon irgendwie gesagt. Also, ich sag mal, das mit den Konzerten. Ach, diese Überraschung. Oh, ich habe mein Leben. Ja, ich weiß, es gibt so viele Überraschungen in deinem Leben. Tag Ja. irgendwelche Überraschungen. Oh. Ich denke, mein Gott, ich habe schon wieder Schweißperlen auf der Stirn. Wo ich dachte, welche Überraschung meint er denn jetzt? Nein, also, ja, wir sind im Vorverkauf von der neuen Tour, was mich sehr stolz macht und sehr, sehr glücklich macht. Und weil die Tour wirklich so erfolgreich war, dass wir jetzt insgesamt 10 Städte haben und auch andere Städte logischerweise. Man fragt sich natürlich, warum macht man das nicht in einer Tour? Ich habe das bestimmt schon mal irgendwann erzählt. Es hängt einfach damit zusammen, dass wir die Hallen nicht kriegen. Und wir haben jetzt auch ein Routing, wenn ich mir das angucke für im nächsten Jahr. Das ist nicht ohne. Also wenn wir zum Beispiel am 14. in Hannover sind, 14. Mai, und am 15. in Mannheim und dann am 16. in Berlin und am 18. in München, dann fragt man sich, ja, warum macht man denn nicht Hannover, Berlin, Saarbrücken, Nürnberg, Zürich? Ja, weil die Hallen einfach nicht frei sind. Die Hallen sind wirklich alle belegt. Und das ist eine Herausforderung für jedes Tourneeunternehmen, für jede Konzertagentur. Das weiß ich, höre ich von so vielen, die einfach sagen, wir müssen gucken, wir müssen auch manchmal Tourneen verschieben, weil es sich dann irgendwann nicht mehr rechnet, halt eben mit dem ganzen Hin- und Herreisen. Aber anyway, es ist geil, ich freue mich drauf und für die es noch nicht gesehen haben, sollten wirklich hinkommen. Sind jetzt im Vorverkauf und ich glaube, die heiße Phase, die geht jetzt auch wirklich los, dass wir so ab September, da kommen auch für mich wieder die ersten Fernsehshows und es kommen wieder neue Sachen und gerade kam ja The Best raus auf den Markt und das so Best-of-Alben, okay, die knallen in die Charts und sind dann meistens wieder draußen, aber ich habe mich über den Erfolg gefreut und die Tour heißt ja auch The Best Live. Aber mit dieser Tour war doch jetzt, aber es ist ja auch schon so ein bisschen, dass man auch so ein Gradmesser auch hat, oder? Dass man natürlich, man macht doch auch nur weiter, wenn man sieht, hey, der Bedarf ist da, das ist gut gelaufen, da sind viele, die hinkommen wollen, dass der Erfolg dir letztendlich recht gibt, dass man weiß, die Leute wollen kommen, es wollen noch mehr und deshalb macht man das ja dann auch. Natürlich. Oder bist du Natürlich ist es so, aber wie ist das so selbstkritisch? Also ich meine, man ist ja auch, oder du bist ja selbst auch jemand, der selbstkritisch ist und der auch sagt, also ich mal gucken, ich bin gespannt. Also du gehst ja nicht davon aus, dass die Hallen plötzlich alle voll sind. Nein, natürlich nicht. Das ist doch immer ganz, ganz viel Arbeit. Aber ich sage, ich bekomme ja jede Woche meine neuesten Zahlen, was verkauft wurde. Und man sieht das ja. Und ich bin ja nun am 16. Mai 27 in Berlin, zum Beispiel im Tempodrom. Die letzte Show war ja auch ausverkauft. Und wenn ich jetzt hier auf meine Zahlen gucke und wir fingen wann war das jetzt? Irgendwas haben wir jetzt Ende Mai. Wir fingen vor gut 3 Wochen, fingen wir an, ja, mit dem Vorverkauf.
Und wir sind jetzt in Berlin schon bei einer Auslastung von knapp 25%. Also ein Jahr, bevor ich überhaupt mehr oder weniger in Berlin bin. Das ist einfach super. Und das heißt ja auch, dass den Leuten das auch Spaß gibt. Ich glaube, da sind ganz viele, ich nenne sie mal positiv gemeint, Wiederholungstäter, die sagen, ich will das wieder gucken. Und das Programm wird ja auch nahezu identisch sein, obwohl wir ein paar Songs austauschen und neue Songs dazu bringen. Und es wird ein bisschen Videocontent wieder ausgetauscht. Aber dieses Programm nur für meine 7 Shows zu machen, das ist natürlich zu wenig. Beziehungsweise auch halt eben dieser ganze Bühnenaufbau. Aber daran sieht man ja, dass das so ist. Ich kann auch nochmal, was haben wir denn hier? Ja, wir haben hier zum Beispiel Zürich, was mich auch total überrascht. Da liegen wir auch schon bei einer Auslastung von 22,8%. Und wo wir ein bisschen dran arbeiten müssen, da muss ich mal sagen, Leute im Saarland, hallo, Hallöchen, wo seid ihr? Im Saarland, ja. Ja gut, die haben jetzt... Die sind gerade am Schwenker, da ist, verstehst du, da ist jetzt gerade, da wird gegrillt und gut Guess und die Leona und die haben jetzt für die Kunst gerade noch keine Zeit. Ja, aber auch Herbst, ich bin da ganz sicher. Nein, ich glaube, das wird eine tolle Tour und ich glaube, dass wir die auch sehr, sehr gut verkaufen und darauf freue ich mich und ich freue mich wirklich, auch wenn es losgeht in Rostock, sagen zu können, vielen Dank bei dem zweiten Abschnitt meiner Thomas Anders Tour, die dann heißt The Best Live. Also, und da freuen wir uns natürlich auch, vielleicht darf ich auch nochmal kommen, vielleicht finden wir irgendwo, ich durfte ja auch ich muss das noch in auswerten, Frankfurt wie viel du mit dabei getrunken sein. hast. Ja, also Wein gab es keiner mehr Backstage, der war dann auf einmal leer, ja, also, und so viel habe ich nicht Ja, getrunken. das lag nicht an mir, weil ich war auf der Bühne. War zu wenig da für mich. Naja, gut. Also, es geht ja hier auch um euch und ihr wollt ja auch ein bisschen was wissen und so hinter den Kulissen. Wir hatten ja jetzt hier den Eurovision Song Contest. Und lieber Thomas, du bist ja auch schon in den Genuss gekommen, wo du da dabei warst. War das nicht damals diese legendäre Situation, wo irgendwie dieses Playback nicht richtig losgelaufen ist oder du dreimal hast Bei ansetzen Sekunde müssen, wo du da 17 an den ist es Flügel zweimal bist? ausgefallen. Ja, ich weiß. Aber dafür bin ich heute in diesen Geschichtsbüchern drin. Das war der Vorentscheid, ja. Es war ja nicht der normale Eurovision Song Contest. Ja, aber was sagst du denn jetzt also generell zum ESC, wie der heutzutage wieder organisiert ist, wie der strukturiert ist, was da, also wie sind deine Meinung dazu? Also bevor wir jetzt zu Deutschland kommen, vielleicht erstmal so generell. Ich habe seit einigen Jahren zum ersten Mal wieder komplett den ESC gesehen und war ziemlich begeistert, weil ich viele, viele gute Songs gehört habe. Es war auch nicht, okay, es ist natürlich manchmal austauschbar. Ich fand, es war aber jetzt nicht von den Stimmen, von den Stimmen, da gibt's ja manchmal so ESCs, wenn man es hört, wo man denkt, wow, wie kommt man überhaupt dahin? Das darf gar nicht sein. Das fand ich gar nicht so schlecht. Für mich war im Grunde der Gewinnersong Italien. Ich bin da ganz ehrlich, Per Sempre Si von Sal da Vinci, den höre ich auch privat noch. Auch Claudia, ich höre den zu Hause, weil das ist für mich und für dich auch, oder war das nicht? Wir haben so gesagt hier, so geht's, so wie Italien das macht. Wir haben so unter uns haben wir gesagt, Italien, das ist ein Song, ja, das ist ein Gewinnersong, ja, weil wir haben so gesagt, welches Land, Deutschland, ja, also hier Italien zeigt, wie es geht. Aber gut, die haben ja leider nicht gewonnen. Nee, die haben nicht gewonnen. Ich fand Israel auch gut und die wurden ja Zweiter, muss man sagen. Also ich hätte Bulgarien jetzt nicht, bitte nicht böse sein, alle bulgarischen Fans oder sowas. Ich habe das, aber ich habe da einfach so ein Problem mit Buranga Ranga. Das ist so nicht so mein Ding. Ich glaube, es hängt aber auch viel bei mir damit zusammen und da bin ich ganz klar voreingenommen. Songs, wo ich mir vorstellen kann, sie selbst zu singen, gefallen mir natürlich mehr.
wo ich mich in der Rolle sehe. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Effekt, der kommt. Aber trotzdem habe ich versucht, ein bisschen zu analysieren, woran liegt es, dass Deutschland per se immer schwächelt, meistens schwächelt. Ja. Also grundsätzlich ist Folgendes, dass Sarah Engels eine hervorragende Performance gemacht hat. Sie ist eine der besten Sängerinnen, die wir in Deutschland haben. Sie ist wirklich die bringt es auf den Punkt, die weiß, was es ist. Aber trotzdem muss ich sagen, fand ich den Song immer so ein bisschen austauschbar. Der hatte nicht, ich finde, ein Song muss als Song berühren. Und vielleicht berührt dieses Baranga, oder so, mich berührt es nicht, aber vielleicht berührt es halt eben viele Menschen. Aber Fire ist natürlich so ein bisschen, austauschbarer. Ich glaube aber auch, wenn wir uns mal das Quoting ansehen, mehr oder weniger in der ersten Hälfte sind also fast alle Balkanländer. Und ich glaube, dass die eine stärkere Fanbase haben. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube, dass einmal die musikalische Kultur, wenn sie ihre Songs singen, auch von ihrer Komposition, sie näher zusammenbringt. Und da dürfen wir eines denn nicht vergessen. Das eigene Land darf ja nicht für sich abstimmen. Also Bulgarien durfte ja nicht für den Song abstimmen. Aber gucken wir doch mal, wie viel Bulgarierinnen und Bulgaren gibt es in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Ja, die wählen alle. Die wählen sich am Telefon die Finger wund. Die wählen und wählen und wählen und wählen. Und manchmal frage ich mich, so die Deutschen, die in Spanien sitzen, in Italien, irgendwo, Ob die das auch gucken die das überhaupt? Warum sollten die wählen? Also das fehlt uns natürlich an Masse. Wir sehen immer diese Quote, wie viele Menschen in Deutschland telefoniert haben, aber wir sind auch ein Volk von über 80 Millionen. Und dann kommen schnell ein paar Millionen zusammen. Aber wenn du für dein eigenes Land ja nicht stimmen darfst, aber die Deutschen aus dem Ausland dürfen ja stimmen. Und ich glaube, da fallen wir komplett durch. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen dieser Nationalstolz, auch, dass ich sage, ich gucke mir den ESC an. Ich weiß nicht, ob jemand auf Mallorca, der in seiner Finca sitzt und zum Abendessen geht, ob der sich einen ESC anguckt als Deutscher, der dafür stimmt. Gut, in Deutschland gibt es ja schon eine richtige Fanszene für ESC. Das kann man so nicht sagen, aber trotzdem, mir leuchtet das ein, was du sagst, dass im Ausland oft, sagen wir mal, da ist einmal der Nationalstolz größer und auch oftmals die Liebe zur Musik, wo es... Wollen wir es jetzt mal nicht zu politisch machen, aber es gibt im Ausland, und ich bitte jetzt mich nicht an irgendwie in die Tonne kloppen, es gibt aber aus Osteuropa und aus den Balkanstaaten in Mittel- und Westeuropa viel mehr Gastarbeiter, die einen Nationalstolz haben. Es gibt aber im Ausland keine Gastarbeiter aus Deutschland im Ausland. Die haben diesen Nationalstolz nicht. Es gibt ganz viele, die Deutschen, die sagen, ich habe keinen Bock auf Deutschland, ich will halt eben besseres Wetter, deshalb lebe ich im Ausland. Ich habe halt eben bessere berufliche Möglichkeiten, deshalb lebe ich im Ausland. Aber es ist nicht so, wo man denkt, oh, ich muss jetzt für den ESC brennen. Das ist so meine Vermutung. Ich kann den nicht beweisen. Aber du sagst, Sarah Engels, Top-Sängerin, aber der Song war jetzt kein Gewinnersong, wo du sagst, also...
der hat dich nicht überzeugt? Also sag mal, es war für mich nie ein Gewinnersong. Ich intern für mich habe ihn gesehen irgendwo zwischen Platz 10 und 15. Aber diese Position hat er einfach nicht verdient. Und nochmal. Und du siehst ja von der Jury, er hat ja nur von der Jury Punkte bekommen. Nicht von den Telefonvotings. Und ich glaube, für Telefonvotings brauchst du Patriotismus, Nationalstolz, dass du für dein Land aus dem Ausland anrufst. Also jetzt kriege ich wahrscheinlich den nächsten Shitstorm irgendwie, dass ich alle Deutschen, die im Ausland leben, und unterstelle, dass sie... Nee, die gucken alle ganz verschämt in die Ecke und denken, Mist, der Anders hat uns erwischt. Aber jetzt, wenn wir den Gewinnersong uns anschauen, du sagst, dein Geschmack ist es nicht und du kannst eigentlich nicht verstehen. Du denkst eher, es liegt am Nationalstolz, dass dieser Song zum Gewinnersong gewählt wurde. Findest du nicht, dass dieser Song, wie er aufgebaut ist, in dieser Einfachheit, also von Bulgarien, das sind ja im Prinzip zwei Themen, die sich die ganze Zeit wiederholen. Also mich hat das total erinnert an TikTok. So die neue Zeit, weißt du, das ist dieser TikTok-Hype, schnell, also ganz simpel gehalten, weil anscheinend ja unsere Hirne mittlerweile nichts mehr aufnehmen können und wir haben nur noch eine ganz kurze Aufnahmemöglichkeit und Dauer und Fähigkeit. Das ist uns ja verloren gegangen, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, einen Song mal komplett auf sich wirken zu lassen. Das merkst du ja auch bei deinen Produktionen, dass die Songs ja auch immer kürzer werden, dass die ja nicht mehr diese Länge haben. Ja, aber Andreas, jetzt mal ganz ehrlich. TikTok, die Generation, die guckt keinen ESC. Aber es ist so aufgebaut, wie eben diese Schnelligkeit, dieses Zack, Zack, Zack. Ja, so, das war so mein Empfinden dazu. Also hat oft natürlich so eine moderne Form von ja, das ist die neue Art, wie man Musik konsumiert und sowas. Ich verstehe das, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube an meine Theorie, dass ich sage, wo ich sage, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir halt eben unseren Künstlern nicht genügend Punkte geben, weil wir vielleicht ignoranter oder uninteressierter sind. Aber diese Länder haben einen größeren Patriotismus. Das sehe ich. Ich meine, ich trete sehr oft dort auf. Und ich merke das. Ich merke das immer vor Ort, wie toll diese Länder auch stolz auf ihr Land sind. Ja, aber was war denn dann damals los mit Lena Meyer-Landrut? Warum hat die dann den ersten Platz gemacht? Haben da plötzlich dann auch Deutsche im Ausland ihren Arsch hochgekriegt oder lag es einfach am Song? Der Song war einfach cool. Sie war komplett anders, als man die Deutschen empfunden hat. Dann kam noch dazu, dass sie als Deutsche dieses Cockney British gesungen hat, wo ich gar nicht wusste, dass es das ja noch gibt. Aber das war jung, das war unbeschwert, das war nicht so kalkuliert. Natürlich war da eine Choreografie, aber die sah nicht so aus wie jetzt bei der Sarah Engels oder wie bei vielen anderen ja auch, dass das alles perfekt einstudiert ist und immer wenn etwas perfekt einstudiert ist, verliert es Seele. Aber das ist ja sowieso schon seit Jahren so, dass bei diesem Eurovision Song Contest, und das kam dann erst so nach Lena Meyer-Landrut so die Zeit, dass es immer mehr auf Inszenierung geht, immer mehr auf Show. Und ich meine, da sind wir uns ja auch einig, dass dieses Grand Prix d'Eurovision, dass dieser Charakter, dass es nur um den Song geht, das ist ja schon längst vorbei. Dass dieses Äußere, ne, also da geht es ja um die Gesamtkomposition. Absolut. Aber guck mal, ich habe es mir gerade mal aufgerufen.
Wir haben auf Platz 1 Bulgarien. Wir haben auf Platz 3 Rumänien. Wir haben auf Platz 8 die Moldau. Wir haben auf Platz 9 die Ukraine. Wir haben auf Platz 13 Albanien. Wir haben auf Platz 15 Kroatien. Wir haben auf Platz 17 Serbien. Also ich meine, ja. Ja, deine Theorie kann da schon stimmen. Ja, also gut analysiert, aber leider hat Deutschland nichts geholt. Ja, vielleicht musst du doch nochmal antreten. Ne? Auf gar keinen Fall. Musst du auf gar keinen Fall. Warum? Würdest du dich nicht trauen? Würdest du dir denken, zu wenig Unterstützung? Würdest du sagen, das traue ich mich nicht, weil dann kriege ich zu wenig Stimmen, die wissen das ja gar nicht zu schätzen oder was? Warum nicht? Meine Anforderungen für einen Song, so, ich glaube, da bin ich einfach zu alt zu. Ein Song, wie ich mir einen Eurovision Song Contest Song vorstelle, der findet in dieser Welt nicht mehr statt. Ich meine, ich bin damals, was du eben angesprochen hast, das war ja 2006, mit dem Titel Songs That Live Forever. Und ich war so glücklich, dass ich nicht nach Athen gereist bin, weil es haben damals Lordi gewonnen. Ja. Ja, dann frage ich mich doch mit meiner Musik, da bin ich doch lost. Das braucht doch kein Mensch. Das ist doch etwas, wenn ein Song halt eben mit einer Band mit Lordi gewinnt, da habe ich keine Chance. Und ich weiß, natürlich wäre die Erwartung, wenn ich halt eben dabei wäre, extrem hoch. Ich glaube, meine Karriere wäre auch nicht zu Ende, wenn ich jetzt nicht hoch platziert wäre. Aber ich will mir im Grunde auch ehrlich ein bisschen ersparen, da irgendwie auf Platz 13, 14 rumzudimpeln. Ja, und das Risiko ist da leider hoch bei diesem Eurovision, so wie das die letzten Jahre läuft. Ne? Das ist einfach, ja, musst du dir auch nicht mehr antun. Du bist ja schon ein ganz großer, das brauchst du nicht. Aber das war nett, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, das habe ich gesagt. Ich wollte dir ein gutes Gefühl geben. Immer wieder schön. Apropos ganz großer. Wir hatten ja, du bist ja dafür bekannt, dass du kulinarisch affin bist, das Essen, Trinken, zwar nicht so viel, du isst nicht so viel wie ich und du trinkst auch nicht so viel wie ich, das sieht man ja auch an den Figuren, dass die unterschiedlich sind, aber dennoch ist Genuss ein ganz großes Thema und du hast ja deine eigene Weinlinie, du hast deine eigene Gewürzlinie und jetzt sind wir im Jahr 2026 und wollten mal fragen, tut sich da was? Gibt's was Neues oder gibt's wieder ein Kochbuch oder wie geht's da weiter? Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte jetzt ganz kurz sagen, ich habe den Andreas Kunze dafür bezahlt, dass er mir diese Frage stellt. Danke für die 5 Euro. Namen meiner Frau und meiner Kinder. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ja, so ist es. Ja, aber jetzt kannst du doch mal erzählen. Ich meine, du machst doch so viel. Ja, ich mache wirklich sehr viel. Und ich habe im letzten Jahr alles, was halt eben jetzt mit Kulinarik zu tun hat, ganz bewusst ganz wenig gemacht, weil ich wusste natürlich durch die 6 Alben, Thomas Anders Sings Modern Talking, man muss ja sagen, ich kann ja auch, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, um das zu machen. Und es war mir ganz klar und da kann ich sagen, ich habe das glaube ich schon mal im Podcast erzählt, in welchen langfristigen Zyklen wir denken, ja. Also auch schon Themen für 28 und schon für 29, dass man sagt, und in diesem Jahr, wo ich einfach weniger Musik mache und also jetzt halt eben nicht die ganzen Alben wie im letzten Jahr, dachte ich, es ist wieder Zeit für was Neues zu machen. Ich werde beim nächsten Podcast ganz konkret darüber berichten. Also es gibt es gibt etwas 5 Jahre Thomas Anders Weine und es kommt halt eben auch eine Überraschung und die kommt am 10. Juni auf den Markt und es ist wirklich ich liebe dieses Produkt, das ist traumhaft. Da reden wir dann drüber, aber es kommt auch noch ein neues Gewürz.
von mir auf den Markt. Das wird jetzt auch irgendwann in den nächsten Wochen kommen. Da gibt es keinen bestimmten Tag oder sowas. Und zwar, das habe ich mir gewünscht und wir sind seit einem Jahr an dieser Erarbeitung dran, also mit Hartkorn-Gewürzmühle. Das ist das, dieses Salatdressing à la Thomas. Und Ein Salatdressing? ja, das ist jetzt, also man muss, das ist auch noch Gewürz, also Trockengewürz und sowas. Das habe ich mir immer gewünscht und ich habe ja auch mittlerweile gelernt, dass das eben, um Gewürze zu kreieren, denn man braucht sehr, sehr, sehr lange. Man hat nicht eine Idee und 3 Monate später ist das Gewürz fertig. Das muss wirklich intensivst erarbeitet werden, weil es gibt ganz, ganz viele Richtlinien, die eingehalten werden müssen, auch vom Lebensmittelgesetz und auch von der Form, wie man es mischt und so weiter und so weiter. Und das ist ein Pulver, also ein Grobpulver. Das kann man in Joghurt einmischen, das kann man in Essig und Öl. Das gibt einfach immer eine mediterrane Note. Und was mir natürlich wichtig war, wie bei all meinen Gewürzen, dass es rein Bio ist. Und es ist wirklich fantastisch. Also ich liebe es wirklich. Es ist ganz, ganz großartig. Es macht sofort eine Geschmacksexplosion. Es ist sofort, du hast sofort gedacht, ach, so stelle ich mir ein Salatdressing vor. Und das Tolle, wie gesagt, finde ich daran, dass ich es gibt ja manchmal so Sahnedressing, die ich auch mache, oder nochmal in Joghurt oder in Essigöl oder mit einem anderen Essig. Ich kann es mit allen kombinieren und das kommt auch in den nächsten, ist glaube ich 2 Wochen auf den Markt. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich kann dir mal was sagen, habe ich jetzt keine 5 Euro für gekriegt. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich liebe ja dein Gewürz, dieses Hardcorn Pommes Riviera. Oder wie das heißt, ne? Für dieses Pommes-Gewürz. Also meine Kinder, meine Frau, wenn wir Pommes machen, wir nehmen immer dieses Gewürz, weil es einfach so lecker, toll schmeckt. Das ist so quasi mit Paprika und Salz quasi und noch irgendwas ist da drin. Das schmeckt auf jeden Fall total geil. Also das ist, bei uns gibt es keine Pommes mehr ohne dieses Pommes Riviera Gewürz von Thomas Anders, da sind wir also wirklich, und ich bezahle sogar dafür, ja, also das, das kann ich ja hier sagen. Danke für die 5 Euro, ja. Und das mache ich gerne, Das ist ein gutes Invest, weil alle sind glücklich daheim, ist wunderbar. Nein, ich habe also jetzt wissen wir ja, was ich habe auch wirklich, also ich benutze auch nur meine Gewürze, es sei denn, wie gesagt, es gibt sich in meiner Gewürzlinie, da gibt es halt eben, aber das kaufe ich auch bei Hardcorn, halt eben, dass man sagt, ich brauche hier Kardamom oder ich brauche ganz spezielle Gewürze. Aber ich zum Beispiel liebe ja mein Chili Pamplona, diese Chili-Flocken. Die bringen immer so eine, hängt natürlich damit zusammen. Ich habe zum Beispiel gerade gestern habe ich, weil es so heiß momentan ist, habe ich eine Gazpacho gemacht und habe da wirklich nur so einen halben Teelöffel reingemacht und es gibt sofort einen Twist, der hat keine Schärfe, aber es hat ein Aroma. Es kommt sofort rein und also das liebe ich. Ich liebe auch mein Scampi-Gewürz oder was ich dann auch eben zum Teil auch auf Lachs oder sowas mache. Also man muss nicht alles mögen, aber ich finde, meine Gewürze sind wirklich toll, weil es Bio ist und ich liebe sie einfach. Ja, das habe ich jetzt schon länger jetzt nicht mehr benutzt, weil ich irgendwie halt was anderes gekocht habe, aber deine Brühe. Ja, die Gemüsebrühe, Thomas, die ne? ist auch sensationell. Die geht immer, das ist super, ja, dann bist du gleich fertig. So. Aber gut, wissen wir Bescheid, was es jetzt gibt, genug jetzt vom Werbeblock. Kommen wir zu einer neuen Kategorie. Wir machen eine neue Kategorie und nennen sie einfach die Minute der Wahrheit. Und ich werde jetzt Herrn Anders mit einem Thema konfrontieren und
da hätten wir gern deine offenen Gedanken, auch aus deiner Erfahrung und auch aus deinem Gefühl, wie du darüber denkst. Es geht um das Thema Musik. Es geht ja darum, dass in den Studios, wenn heutzutage produziert wird, das sind ja kaum noch Naturinstrumente. Da sind ja keine Musiker mehr da, die da jetzt groß einspielen. Naja, das Ne? ist ja nicht also neu. Das gibt ja schon lange. Manchmal, ne, das ist nicht neu, das gibt es schon lange, dass es eben quasi vom Computer kommt, dass es da entsprechende Samples und so weiter gibt. Aber wir haben ja das Zeitalter der KI. Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Leute, die da sich dann auf TikTok, auf Instagram, YouTube, überall präsentieren und haben sich so einen Ballermann-Song direkt über die KI machen lassen. Die müssen gar nicht mehr singen. Ich habe letztens auch so eine Playlist nur mit so Fake Music hieß es und das war so richtig Soul. Das war total geil gemacht, ja. Also das hätte auch irgendein Künstler sein können. Das war aber alles KI-Musik und das ist richtig gut produziert heutzutage. Deshalb wäre jetzt meine Frage zu dieser Minute der Wahrheit. Glaubst du eigentlich, dass so handgemachte Musik, dass Künstler, die selbst komponieren und irgendwann noch groß auftreten mit der Gitarre, dem Schlagzeug und dem Saxophon oder was auch immer, dass das überhaupt noch Zukunft hat? Oder werden wir von der KI da komplett abgelöst und funktioniert das eigentlich nur noch bei großen Namen, so wie dir jetzt, ne? Thomas Anders, Modern Talking oder die Stones oder Celine Dion, dass da gar nichts mehr nachkommt, dass das alles die KI zukünftig machen kann? Jetzt mal deine ehrliche Meinung. Der Mensch hat grundsätzlich immer Angst davor, wenn technologisch irgendetwas ganz Neues kommt. Das ist immer, das ist ganz, wer weiß, was da kommt. Das wird irgendetwas anderes im Grunde vernichten. Ich kann mich daran erinnern, als halt eben die E-Books kamen, dass man sagte, das Buch stirbt aus. Nein, das Buch stirbt nicht aus. Es wird immer Bücher geben. Aber vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht muss man halt eben sagen, der eine will halt eben ein haptisches Buch haben, da gehöre ich zu. Und der andere will es halt eben vom Computer oder von seinem iPad oder was weiß ich lesen. Bei der KI ist ja die Frage, dass es ja alles neu erstellt, also computermäßig erstellt wird. Und ich sage euch, auch ich höre zum Teil KI-Musik. Und ich bin jetzt und ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich KI ist, auf einen Künstler oder auf, keine Ahnung, eine Formation oder ein Projekt oder irgendwas gestoßen, dessen Musik ich total meinem Geschmack entspricht. Und das ist Haze Muse. Also H-A-Z-E und dann M-U wie Muse, M-U-S-E. Das ist genau so eine Sommer-Chill-Out-Easy-Geschichte, die geil klingt. Natürlich höre ich mir diese Musik an. Aber es wird nie die Faszination eines Menschen, eines Künstlers haben. Also KI-generierte Musik wird immer nur Geschmack nebenbei bedienen, aber es wird nie zu einer Hype führen. Wir müssen jetzt abwarten, was mit der KI alles passiert, wenn plötzlich die ersten künstlich kreierten Boybands mit ihrer Musik kommen. Das ist zwar alles schön und gut, aber die werden ja nie auf der Bühne stehen können. Und die jungen Mädels, die dann ganz geil finden, wollen ja mal ins Konzert. Und ob die dann ein Konzert im Grunde generieren, das so à la Avatar-mäßig gemacht wird, was ein Vermögen kostet, das sei mal dahingestellt. Also ich
glaube, solange wir unsere Persönlichkeit und Menschlichkeit haben, wird KI immer ein Teil der Musikwelt bleiben und es wird auch noch stärker werden, aber es wird den Künstler, der wirklich gut ist, der auch Persönlichkeit hat und der etwas zu erzählen hat und der auch Höhen und Tiefen hat, nicht ersetzen. Weil das macht ja einen Künstler aus. Das würde ja bedeuten, wenn wir wir hätten jetzt eine Programmierfirma, die einen KI-Künstler kreiert, müssten so viel Leben einhauchen, dass der persönliche Probleme bekommt, dass der halt eben gut drauf ist, dass der schlecht drauf ist und sowas. Dass der in der Zeitung, wie willst du den mit Home Stories, wie willst du den auf einer Yacht, wie willst du einen Harry Styles künstlich im Grunde, das geht nicht. Vergesst es, Leute. Da darf man keine Angst vor haben. Man muss das einfach annehmen. Und nochmal, ich habe das auch schon mal hier im Podcast gesagt, Entwicklung, die ich nicht aufhalten kann, die Energie, sie zu bekämpfen, soll ich mir sparen. Ich muss das daraus ziehen, was mir gut tut. Ja, das war die Minute der Wahrheit. Eigentlich muss man jetzt mal stoppen, ne? Dass ich nur 1 Minute Zeit habe. Die längste Minute, die wir jemals hatten. Ja, danke für deine Meinung. Also wir werden natürlich das jetzt hier beibehalten und in jedem Podcast auch immer mal wieder fragen. Ich freue mich immer auf deine Fragen. Ja, auch zu aktuellen Themen. Und wenn ihr Ideen habt für die Minute der Wahrheit, könnt ihr auch gerne, Stichwort da Minute der Wahrheit, an podcast@thomas-anders.com eine Mail schicken, auch bei allen anderen Fragen. Wir machen ja auch demnächst mal wieder eine Fragenrunde, ist ja klar. Ich habe schon ein bisschen was gesammelt. Auch eure persönlichen Fragen an Thomas, weil nirgends seid ihr ihm so nah wie hier in diesem Podcast. Also dann einfach eine Mail schreiben an podcast@thomas-anders.com. Und dann sind wir gespannt, ob der Thomas, ich denke schon, in der nächsten Episode wird er dann auch die Katze aus dem Sack lassen, was es da noch Neues gibt in seiner Welt. Gell, Thomas? Aber natürlich. Dann ist ja der 10. Juni auch rum. Weil ich meine, jetzt kommt ja die Mai-Podcast-Folge und danach ist ja die Podcast-Folge am 25.06. Und dann gibt's einiges zu erzählen. So ist es am sein. 25.06.? Wo bin ich denn jetzt hier in meinem Kalender? Das stimmt doch gar nicht. Es ist am 26.06. Mein Gott. Ja, die Augen werden immer Oder schlechter. weniger. Ja, ein Tag mehr oder weniger. Was ist schon ein Tag gegen Im ein ganzes Leben Leben? eines Andreas Kunze. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Andreas. Und habt eine schöne Zeit. Der Sommer hat angefangen, genießt ihn. Ich genieße jetzt die nächsten Monate und wir hören auf jeden Fall voneinander. Und ganz, ganz, ganz liebe Grüße und bleibt gesund. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.